Problem ist, Christoph, also dass wir einen NATO-Generalsekretär haben, nämlich den Herrn Rüttel, der von Anfang an deutlich gemacht hat, dass sein Ziel, einen Gipfel zu orchestrieren, der in wenigen Wochen ja in Den Haag stattfinden wird, der so eine Art Make Trump Happy Gipfel sein soll. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute Stefanie Babst zu Gast zu haben. Sie ist eine der prominentesten Stimmen, wenn es um die bedrohte Sicherheitslage in Europa geht und um alle Fragen der NATO. Stefanie Babst ist Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DAGP, und wurde unter die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Von 1998 bis 2020 war sie im NATO-Hauptquartier in Brüssel, diente also 22 Jahre unter verschiedenen NATO-Generalsekretären, die sie mit Entscheidungsgrundlagen versorgte. Sie leitete einen effektiven Krisenvorausschau- und strategischen Planungsstab und wurde somit die ranghöchste deutsche Frau in der NATO. 2020 beendete sie ihre Tätigkeit bei der NATO und ist nun als Publizistin und Expertin in vielen deutschen internationalen Medien unterwegs. Stefanie Babst hat im vergangenen Jahr ein spannendes, sehr gut zu lesendes Buch vorgelegt, Sehenden Auges, welches ich hier an dieser Stelle nur allerwärmstens empfehlen kann. Mein Name ist Christoph Müller, ich mache Videos für die Ukraine hier auf YouTube und wenn Sie diesen Kanal mögen und unterstützen wollen, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie ein Like und schreiben was in die Kommentare. My name is Christoph Müller, I make videos for Ukraine here on YouTube. Мене звати Christoph Müller, я знімаю відео для України на YouTube. Und nun freue ich mich sehr aufs Interview mit Ihnen. Herzlich willkommen bei Talk for Ukraine, Stefanie Babst. Ja, ich freue mich auch. Hallo, schön, Sie zu sehen, Christoph. Lassen Sie uns gleich loslegen. Vorgestern haben die Ukrainer mit der Operation Spinnennetz eine der spektakulärsten Operationen in der Militärgeschichte durchgeführt und 34% der strategischen russischen Bomberflotte zerstört. Und es sei mal nebenbei erwähnt, seit respektive 11 Jahren, 3 seit dem vollen Angriffskrieg, kämpfen sie nun allein und verteidigen sich allein auf dem Schlachtfeld gegen die russischen Angreifer. Wir wollen doch hier aber über die NATO und den bevorstehenden Gipfel sprechen. Die NATO wurde einst gegründet als Verteidigungsgemeinschaft gegen Russland, 76 Jahre Frieden. Die Ukrainer machen doch eigentlich diesen Job, für den die NATO einst gegründet worden ist. Warum dürfen sie dann nicht Mitglied sein? Ja, das ist eine Frage, die wir uns alle seit dem Bukarester Gipfel der NATO im Jahr 2009 stellen. Das war der Zeitpunkt, in dem diese mögliche Mitgliedschaft der Ukraine zum ersten Mal wirklich konkret auf der Agenda stand. Ich war damals bei dieser Gipfelgeschichte mit dabei und habe auch die Gespräche mitverfolgt. Ich erinnere mich noch gut auch an den NATO-Russland-Rat, der damals in Bukarest mittagte und an die Reaktion von Putin. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist und wir alle wissen, dass die NATO eigentlich seit dieser Zeit, respektive die Mitglieder der NATO, keinen wirklichen Konsens herbeiführen können, um die Ukraine einzuladen. Und ich denke mal, der Grund, warum das so ist, dass es nach wie vor für die Vorstellung gibt, man darf Russland nicht provozieren, man darf und will die sogenannte Einflusssphäre Russlands zwar nicht anerkennen, aber de facto erkennt man sie natürlich an, indem man Moskau ein Veto einräumt über die Frage der NATO-Erweiterung. Das ist sehr bedauerlich, aber ich glaube, das wird sich auch soweit nicht verändern. Zumindest sehe ich nicht, dass es innerhalb der Allianz dort eine irgendwie geartete, veränderte Position gibt. Vor allen Dingen natürlich, weil die Amerikaner unter Präsident Trump jetzt seit Monaten sehr deutlich machen, dass das Thema Ukraine und NATO-Beitritt für sie erledigt ist. Mhm. Das Thema Ukraine und NATO-Beitritt ist erledigt. Gleichzeitig haben wir ja hier auf dem europäischen Kontinent einen unglaublichen, ätzenden Krieg, den die Ukrainer ganz alleine ausfechten müssen und das auch zu aller unser Erstaunen sehr, sehr erfolgreich tun. Jetzt gerade wieder Operation Spinnennetz, aber ich habe auch extra nochmal erwähnt, dass sie seit 3 Jahren da am Start sind. Sie lassen sich zwar im Moment zurückdrängen, das sind vielleicht strategische Rückzüge, aber wenn man das mal seit Beginn des umfänglichen Angriffs sieht, hat ja die Ukraine Territorium wieder gut gemacht und die Russen wieder rausgeworfen. Also
Das ist fantastisch, was die Ukrainer da leisten. Wir haben ein großes Problem innerhalb der NATO, Stichwort Trump. Mit welchem Mindset sollen die Regierungschefs jetzt bei diesem NATO-Gipfel auftreten gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Trump? Lassen Sie mich, bevor ich die Frage beantworte, Christoph, noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und auf das Bezug nehmen, was Sie sehr zu Recht sagten, nämlich auf die wirklich sehr beeindruckende Widerstandskraft, die technologische Innovationsfähigkeit der Ukraine, ihre Resilienz, die sie jetzt seit 3 Jahren immer weiter ausbaut. Wenn ich an diese Operation denke, vor einigen Tagen, dann denke ich mal, also der Adressat dieser militärischen Operation ist ja nicht nur Russland, sondern es ist auch die Gruppe der westlichen Unterstützer, vor allen Dingen diejenigen, die seit Beginn des vollumfänglichen Angriffskrieges der Meinung sind, man darf Russland nicht provozieren, man darf Russland nicht wirklich im Hinterland angreifen, das würde alles zu einer nuklearen Katastrophe oder ganz furchtbaren Dingen führen. Und man kann eine Nuklearmacht wie Russland letztendlich nicht besiegen. Das ist ja ein Narrativ, was sich insbesondere auch bei uns in Deutschland sehr, sehr verfestigt hat. Und es ist noch gar nicht lange her, vor, ich glaube, 2, 3 Tagen hat unser neuer Außenminister noch einmal mehr betont, dass der Konflikt letztendlich auf dem Verhandlungswege gelöst werden muss. Ich bin der anderer Meinung. Ich halte seit 3 Jahren an meiner Argumentation fest. Russland muss eine militärische Niederlage in der Ukraine erfahren und natürlich auch im weiteren Sinne mit Blick auf seine hybriden Angriffe gegen uns. Es muss wirklich deutlich werden im Kreml oder dem Kreml, dass es mit seiner Aggression und seinen Gewaltfantasien da keinen Durchbruch bekommen kann. Mhm. Und nur wenn das wirklich klar ist, wenn das unser eigenes strategisches Ziel ist, wenn wir uns dem anschließen und die Ukraine in die Lage versetzen, militärisch diesen Job mit unserer Hilfe auch zu leisten, dann denke ich mal, wird es auch ein kleines bisschen klarer, was wir da jetzt eigentlich als Westen in den nächsten Wochen, Monaten und ich denke auch Jahren eigentlich auf unserem Tableau haben. Und die Botschaft der Ukraine durch diese Operation, denke ich mal, ist sehr klar. Sie haben quasi das Gegenteil bewiesen. Man kann Russland wirklich eine empfindliche militärische, nicht Niederlage, aber ein Setback sozusagen zufügen, von dem es sich nicht so ohne weiteres erholen kann. Das sagt mir letztendlich auch, dass die Ukraine ja nicht zum ersten Mal willens und in der Lage ist, eigene militärische Operationen auch ohne Hilfe des Westens durchzuführen. Denn Mhm. in dieser ganz speziellen Operation hat sie keine irgendwie geartete Unterstützung seitens des Westens bekommen. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Sie hat das selber durchgeplant und exekutiert. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir mehr davor sehen. Also die Ukraine wird, um es auf den Punkt zu bringen, immer stärker zum strategischen Gravitationszentrum in Europa, was die Verteidigung und die Abschreckung gegenüber diesem aggressiven, kleptokratischen Regime in Russland angeht. Und das wiederum ist dann auch eine Erkenntnis, die ja in den Hauptstädten, in den Mitgliedstaaten der NATO auch irgendwo sinken muss. Noch, glaube ich, ist sie nicht überall gesunken, aber in den baltischen Republiken, in den nordischen Republiken, dort, wo man sich ja auch gestern und auch heute nochmal in Vilnius trifft, ist, glaube ich, die Wahrnehmung über die Bedeutsamkeit der Ukraine als, wenn Sie so wollen, ja, als Verteidiger unserer Ordnung hier, unserer Freiheit in Europa anders als beispielsweise in Berlin, Paris oder reden wir gar nicht von Rom oder Madrid. Und Mhm. das, denke ich, ist der Ausgangspunkt oder sollte der Ausgangspunkt für weitere strategische Überlegungen innerhalb der NATO sein. Mhm. Ganz genauso sehe ich das auch. Ich sehe aber allerdings ein ganz gravierendes Problem. Sie haben ja gerade die verschiedenen Wahrnehmungen der verschiedenen Staaten genannt, also Portugal, Madrid, Frankreich, hier auch Deutschland. Und natürlich im Gegensatz dazu die osteuropäischen Staaten, Polen müssen wir jetzt mal gucken. Aber es ist das Mindset, also die Frage, wie diese Politiker und diese Bevölkerungen denken.
Und da ist eine ganz große Verwirrung in der Meinung der Menschen entstanden, auch durch die russische Desinformation, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Wie kann die Ukraine in der Wahrnehmung der Bevölkerungen und der entscheidenden Politiker endlich den Stellenwert bekommen, der ihr eigentlich zusteht, wie sie es durch ihre Taten bewiesen hat? Also wir reden ja hier von einem sehr vielschichtigen Problem. Ich würde mal unterscheiden wollen zwischen dem, was in der öffentlichen Meinung über die Ukraine und über den Krieg gedacht wird. Das unterscheidet sich auch sehr von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat in der NATO. In Deutschland ist das nochmal sehr speziell, weil wir, ich glaube, seit Jahr und Tag der russischen Desinformation hier Tür und Tor weit geöffnet haben Ja. und zum Teil ja auch Parteien und einzelne politische Akteure haben, die ganz bewusst das Kreml-Narrativ noch weiter in die Bevölkerung hineingetragen haben. Also wir sind aus der Sicht Moskaus schon immer ein Hauptzielland gewesen für Desinformation und leider ist nun diese Debatte so, wie sie ist. Aber Mhm. jenseits der jenseits der öffentlichen Meinung, des öffentlich-gesellschaftlichen Diskurses, reden wir ja auch letztendlich von strategischen Fragen, die von gewählten Politikern in irgendeiner Form beantwortet und vorangetrieben werden müssen. Ergo, ich meine damit politische Führung. Ne? Wir sind in einer Phase jetzt seit 3 Jahren, wo es hier wirklich um Krieg und Frieden geht, also um sehr, sehr fundamentale Fragen. Und da ist natürlich eine ganz, ganz besondere Form von politischer Führung gefragt. Und auch die ist in Europa natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das beginnt mit der Kommunikation dessen, was eigentlich dieser Krieg ist. Ich war zu Beginn des Krieges, also nach 2022, relativ entsetzt, dass in Deutschland eben ähm, das Narrativ sich entwickelte, eben bewusst herbeigeführt durch die damalige Koalitionsregierung, dass das eben ein Krieg ist, der möglichst nicht mit uns zu tun hat. Wir hatten einen Kanzler, der gesagt hat, wir müssen hier besonnen sein. Ich bin quasi derjenige, der von allen am besonnensten ist. Ich halte euch quasi den Krieg fern. Wir unterstützen die Ukraine. Aber wir werden alles tun, um diesen Krieg eben halt wirklich nicht ernsthaft bei uns ankommen zu lassen. Und wenn Sie eine solche zentrale strategische Botschaft über Jahre transportieren und letztendlich nichts anbieten, überhaupt gar nichts, also strategisches, konzeptionelles Anbieten, was denn letztendlich das Ziel deutscher, europäischer und NATO-Politik mit Blick auf Russland ist, wie wir Russland dann eben begrenzen oder eindämmen könnten, wie wir in der Ukraine tatsächlich einen Zustand herstellen können, der sie letztendlich von dieser Aggression mit befreit. Wenn das alles sozusagen im luftleeren Raum stattfindet, dann ist es natürlich überhaupt gar kein Wunder, dass die öffentliche Debatte bei uns so ist, wie sie ist. Und das kann man beklagen. Ich beklage und kritisiere das jetzt seit 3 Jahren. Aber das Thema politische Führung, glaube ich, bleibt der Kernpunkt, der Dreh- und Angelpunkt all dessen, um was wir hier reden. Natürlich auch mit Blick auf die Frage, warum die NATO sich so reaktiv gegenüber diesem Krieg verhält, warum sie so vorsichtig ist, warum sie so unklar in ihrer strategischen Kommunikation ist. Und warum sie auch jetzt, wo wir einen Präsidenten in Washington sitzen haben, der eindeutig die Seite des Aggressors unterstützt, also die Seite Russlands unterstützt, warum wir eigentlich uns von diesem Amerika distanzieren müssten und in Europa eine eigene, wenn Sie so wollen, strategische Antwort auf diese Aggression Russlands finden müssen. Und darum kreist ja irgendwie die Debatte und da sehe ich leider in Deutschland sehr wenig konkrete, außer beschreibende, also Ja, ja, beschreibende. ja, 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 das haben Mhm. Sie gut gesagt, beschreibende. Und das Beschreiben tut man mit Worten, Mhm. kämpfen tut man mit Waffen. Also ich habe jetzt bewusst ein schlechtes Deutsch genommen. Und das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, dass wir immer versuchen, mit diesen Sprechblasen, mit diesen Wortblasen, mit diesen Wattebäuschen und diesen Luftballons mit
wo drauf steht Diplomatie und Verhandlung und Friedensgespräche und dies alles. Damit versuchen wir knallharte Waffenaggressionen mit Raketen und mit Maschinengewehren und mit Vergewaltigung uns vom Leibe zu halten. Wir versuchen es damit uns vom Leib zu halten, erkennen aber auch nicht an, dass die Ukraine eigentlich diejenigen sind, die das richtig machen, denn die kämpfen mit Waffen. Und also man muss einfach mal dieses Paradigma mal aus den Köpfen rausbekommen, dass man Gewalt nicht mit Worten bekämpfen kann. Jetzt kommen wir wieder zurück zur NATO, die ja gegründet worden ist als Militärallianz mit gigantischen militärischen Power, mit großer militärischer Power und unter Führung der Amerikaner. Und da haben wir uns auch immer schön ausgeruht. Und jetzt sind die Amerikaner weg. Also ich habe ja ich habe eine Karikatur gemacht, darf ich Ihnen die mal zeigen? Ist vielleicht ein bisschen lustig. Ich blende sie mal gerade ein. Hier, man sieht Abrissbirne Donald Trump, als der hier gerade die amerikanische Demokratie demontiert, auf brutale Art und Weise. So, Also wir sind ja noch relativ früh in der zweiten Trump-Administration, aber ich bin da komplett Ihrer Meinung. Das, was wir in den ersten 100 Tagen plus jetzt in Amerika gesehen haben oder sehen, was wir innenpolitisch sehen, ist natürlich ausgesprochen frustrierend und besorgniserregend. Wir haben hier eine White Supremacy, wie sagt man, faschistisch orientierte, christlich untermauerte, von Tech-Oligarchen unterstützte Truppe, die dort im Weißen Haus sitzt und die sich tatsächlich mit einer Form von Abrissbirne jetzt daran gemacht hat, wesentliche demokratische ähm, Strukturen, Institutionen, ich denke da beispielsweise an die Universitäten, aber auch an Free Europe, Radio ja, ja, Liberty. Also, unfassbar. Also was die alles abbauen, ja. das geht ja Also gar nicht. Das ist so kann man sich natürlich auf die Position zurückziehen und das hört man ja ganz häufig auch in der deutschen Politik. Das ist amerikanische Innenpolitik. Die Amerikaner haben diesen Trump gewählt. Die Wahl ist ganz offensichtlich korrekt abgelaufen. Das ist jetzt das Ergebnis und nun ja. ist quasi an den Amerikanern, das irgendwie selbst auch entweder zu ertragen oder zu verändern oder sich dem als Opposition entgegenzustellen. Ich Mhm. beobachte das natürlich auch mit einer gewissen Skepsis und frage mich, also wann da sozusagen der Turning Point auch für viele Amerikaner jüngerer Generation erreicht ist, wenn ich beispielsweise auch an Amerikanerinnen denke, also Frauen denke, die ja ganz besonders auch im Ziel der Trump-Administration stehen, wann die sozusagen tatsächlich auf die Straße gehen und wirklich auch massiv demonstrieren. Wir wissen es nicht. Wir können das eben halt auch nur ein Stück weit beobachten. Aber um zur NATO zurückzukommen, ich habe ja nun in den letzten Monaten relativ heftig und deutlich und brutal gesagt, in verschiedenen Interviews und Medien, dass ich ausgesprochen besorgt bin darüber, dass die Amerikaner hier sich dekoppeln. Also dekoppeln heißt jetzt nicht komplett weg sind. Sie sind ja in der NATO noch da. Sie haben noch keine Truppen abgezogen. Sie haben auch ihre Budgetzahlungen noch nicht eingestellt. Aber Präsident Trump hat natürlich mit seinen Aussagen zu Russland, mit seinen Aktivitäten zu Russland, mit dem Aussetzen von Cyberoperationen gegenüber Russland, also ganz massiv auch den Konsens innerhalb der 32 zu Russland und der Ukraine nicht nur gestört, sondern nachhaltig unterwandert und verletzt. Er hat immer wieder in Frage gestellt, ob Russland überhaupt eine Bedrohung existenzieller Art für Europa ist. Er hat stattdessen deutlich gemacht, dass er eigentlich lieber ein Reset mit Herrn Putin haben möchte, um seine wirtschaftlichen und sonstigen Interessen irgendwie besser mit Russland koordinieren zu können. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, wären die Europäer und Kanadier im Bündnis sehr, sehr gut beraten, eine Art von Rückfallplanung zu machen. Und zwar nicht irgendwie im Wolkenkuckucksheim oder irgendwie akademisch, sondern ganz, ganz konkret einmal durchzurechnen, durchzuspielen, was würde es de facto eigentlich bedeuten, wenn sich amerikanische
Assets, Capabilities und Manpower aus der NATO-Kommandostruktur zurückziehen? Was würde es bedeuten für das NATO-Budget und die Finanzierung von gemeinsamen militärischen Fähigkeiten und Strukturen, wenn hier Washington sagen würde, ich zahle nichts mehr? Mhm. Was würde es bedeuten, Ja. wenn beispielsweise die Amerikaner ihr Truppenkontingent in Europa reduzieren? Und diese, wenn Sie so wollen, dieses Exerzitium, diese Übung, also einmal das wirklich auch richtig durchzudenken, ganz speziell und konkret durchzudenken, die hat in der NATO noch nicht begonnen. Und Muss man, also ich wollte Sie nicht unterbrechen jetzt gerade, aber muss man, das sind jetzt Politiker, die haben, wie man weiß, wenig Zeit und sind von da nach dort und haben ganz eine kleine Aufmerksamkeitsspanne und brauchen ihre Sheets und Papers möglichst auf einem DIN A4-Blatt. Und wenn man denen mit großen Zahlenkolonnen kommt, dann wird das schwierig. Ist das ein Problem bei den nein, das Politikern? Problem ist, Christoph, also dass wir einen NATO-Generalsekretär haben, nämlich den Herrn Rüttel, der von Hm. Anfang an deutlich gemacht hat, dass sein Ziel, sein politisches Ziel ist, die Regierung Trump möglichst bei der Stange zu halten. Und er hat sich jetzt daran gemacht, einen Gipfel zu orchestrieren, der in wenigen Wochen ja in Den Haag stattfinden wird, der Hm. so eine Art Make Trump Happy Gipfel sein soll. Ja, oh, ja, ja. Also es soll nochmal die große Einheit der NATO-Mitglieder nach außen hin demonstriert werden. Und warum und wie könnte man einen Trump nach Europa bringen, was er ohnehin nicht wirklich gerne tut, denke ich mal, der Herr Trump, außer wenn man ihm sagt, wir geben dir hier ein Deliverable, dass du zu Hause erfolgreich deinen Wählern gegenüber verkaufen kannst. Und das ist dann letztendlich die Marke von 5%. Wenn die Europäer und Kanadier sich jetzt Hm. darauf einigen, woran sie ja arbeiten, auf dem Gipfel in NATO zu verkünden, wir wollen jetzt in Zukunft 5% für unsere Verteidigung ausgeben, 3,5% für Hardcore Capabilities und 1,5% Investition in Infrastruktur oder in Cyber. Also wenn dieses Paket geschnürt wird und dann in Den Haag verkauft werden kann, dann ist es in erster Linie natürlich ähm, sozusagen eine Geste gegenüber Trump, weil Trump dann sagen kann, wunderbar, seht ihr, ich habe euch schon immer gesagt, ihr müsst 5% Ja. ausgeben und nur ich bin in der Lage, euch dazu zu bringen. Hm. Und das ist deswegen problematisch, weil, also, weil ich denke mal, auf dem Tisch sehr viele wirklich grundsätzliche strategische Fragen liegen, die Herr Trump in Den Haag nicht angehen will. Er will nicht über Russland sprechen. Er will nicht über die Ukraine sprechen. Er möchte am liebsten auch Herrn Zelensky noch nicht mal zu dem Gipfel einladen. Er will schon gar nicht über andere Themen sprechen, die die NATO auch auf ihrer Agenda hat, wie beispielsweise Klimasicherheit. Das sind alles No-Go-Themen, die die NATO jetzt versucht, nach außen oder vielmehr nach unter den Tisch zu kehren, um ihm eben halt einen Gipfel, und sei es auch nur 2 Stunden, zu präsentieren, Ja. wo er in the limelight steht. Und ich halte diesen Ansatz für nicht zielführend. Aber deswegen frage ich mich, ob man denn nicht als NATO sagen muss, okay, wir haben jetzt hier so eine NATO, die vielleicht gar nicht mehr funktionstüchtig ist, weil da jetzt gerade Trump oben dran steht. Können wir eine Parallelstruktur etablieren? Wir brauchen doch eine Struktur, die funktioniert, um militärisch gegen Russland glaubwürdig abzuschrecken. Und da braucht man die Ukraine. Und wenn jetzt Trump die Agenda bestimmt und sagt, will keine Ukraine haben und will kein Klima und will alles nicht, lasst mich alle in Ruhe, äh, hat dieser Trump denn immer noch so viel zu sagen in der NATO? Das ist ein Dilemma, was nicht aufzulösen ist, scheinbar. So, Christoph, wenn Sie die Debatte verfolgen in den unterschiedlichen Hauptstädten, dann sehen Sie ja, dass es keine einzige Regierung gibt, die von dem transatlantischen Verhältnis grundsätzlich abweichen will, die die NATO grundsätzlich aufgeben will. Das würde ich auch nicht wollen. Eine neue Struktur, eine irgendwie geartete neue Struktur entsteht ja nicht auf dem Reißbrett oder auf irgendeinem weißen Papier, sondern wird, wenn überhaupt, in den Hauptstädten diskutiert und wird dann in irgendeiner Form dort im Rahmen der
politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse weiterentwickelt werden. Aber da sind wir noch überhaupt gar nicht. Und ich glaube persönlich, wir müssen auch nicht wirklich dahin. Die NATO ist ja durchaus funktionsfähig. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie alles Kraut und Rüben ist oder alles durcheinander geht oder keine Operationen geplant werden können oder der Oberbefehlshaber in Mons, der General Cavoli da sitzt und sagt, ich habe gar keine Truppen mehr. Das ist ja nicht der Fall. Natürlich ist die NATO politisch und auch militärisch durchaus funktionsfähig. Und sie ist die einzige Organisation, die Strukturen hat. Damit meine ich in allererster Linie die Kommandostruktur, die Mhm. Hauptquartiere. Sie ist die einzige Organisation, die Streitkräfte führen kann, die ein besonderes Maß an Interoperabilität haben, das sich über 70 Jahre entwickelt hat. Sie ist die einzige Organisation, die für die NATO-Mitglieder, wenn Sie so wollen, nach wie vor die entscheidende Organisation ist, sonst würden sie weder ihre Truppen noch ihre Gelder noch ihr politisches Kapital investieren. Also wir müssen diese NATO, glaube ich, mit dem, was sie hat und wie sie sich eben auch entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte, erhalten. Mhm. Ja. Was, glaube ich, bei einigen mittlerweile gesunken ist, in einigen Hauptstädten, ist, dass sie sagen, wir müssen als Europäer innerhalb der NATO, ich muss immer sagen Europäer und Kanadier, wir Mhm. müssen sozusagen selbst mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich glaube, es wäre sehr gut, wenn wir eben eine europäisierte NATO hätten, Ja. eine NATO, die von Europäern und von Kanadiern eben geführt wird, in dem oder für den Fall, dass es dann eben keine Lead Nation USA mehr gibt oder die Lead Nation USA sich immer weiter rauszieht. Und da bei diesem Gedanken fangen schon einige an, hyper zu ventilieren und sagen, oh mein Gott, das dürfen wir gar nicht erst denken. Ne? Wir können uns eine NATO ohne die Amerikaner nicht vorstellen. Und ich halte dagegen und sage, erstmal sollte man sich keine eigenen Denkverbote geben. Natürlich müssen wir das durchdenken. Und dann müssen wir wirklich jetzt nicht irgendwie allgemein, sondern ganz konkret gucken, was könnte dann eine europäisierte NATO leisten? Wie schnell könnten beispielsweise Lücken im militärischen Bereich gefüllt werden? Und das ist das, was ich meinte mit diesem Exerzitium, einmal dieses Szenarium durchzugehen. Und ich würde mir halt wünschen, dass beispielsweise auch Deutschland, also warum nicht Deutschland, sagt, wir fangen jetzt mal mit einem solchen Prozess an. Ne? Ja, ja, das 100% unterschreibe ich alles, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt nur einen Punkt, der mir da immer wieder aufpoppt, nämlich die Ukraine. Die Ukraine ist das Land, was genau das, was ich anfangs gesagt hatte, was den Job macht, wozu die NATO gegründet worden ist, nämlich Russland nicht nur abzuschrecken, sondern auch abzuhalten, ausnahmsweise im Notfall jetzt mal. Hat ja die NATO nie gemacht bis jetzt. Bis jetzt hatte Russland immer Angst vor der NATO, aber dass jetzt Putin vor der NATO unter Donald Trump noch Angst hat, das wage ich auch sehr zu bezweifeln. Aber vor der Ukraine hat Putin möglicherweise Angst, weil er sieht, okay, die Ukraine ist vielleicht doch nicht so ganz einfach zu knacken. Warum schrecken wir Europäer uns immer so ab und halten die Ukraine immer noch krampfhaft draußen, um Russland nicht zu verärgern? Da Ja. frage ich mich mal, was hat Russland überhaupt noch zu sagen? Also da muss man wirklich mal sagen, wie kriegen wir jetzt die Ukraine in die NATO rein? NATO ist das wichtigste Bündnis und Sie kennen das tausendmal besser als jeder andere Mensch in Deutschland, also, schätze ich mal. ähm, aber Ja, Ukraine krampfhaft draußen zu halten, ist ein Fehler. Das ja, darf nicht aber passieren. es gibt ja sozusagen Grautöne. Zwischen einem Beitritt der Ukraine zur NATO und einem Draußenbleiben gibt es ja unterschiedliche Schattierungen und unterschiedliche Formen. Und ich könnte mir vorstellen, ich fange jetzt ein bisschen an, sozusagen in die Tüte zu reden, weil das, was ich jetzt sage, ja noch nicht Realität ist. Aber in diese Richtung könnte man vielleicht denken, dass sich eben innerhalb der NATO Gruppen nicht nur bilden, die gibt es ja schon, denke ich jetzt mal an die Gruppe der nordischen Staaten oder die der B9,
oder die der Joint Expeditionary Force. Also das ist eine, wenn Sie so wollen, Subgruppe innerhalb der NATO, zu der 10, 12 NATO-Mitglieder gehören. B9, können Sie das mal kurz erklären? Habe ich jetzt nicht. B9 ist eine, wenn Sie so wollen, inoffizielle Gruppe, die die mittelosteuropäischen Staaten umfasst, also Rumänien, Slowenien, Slowakien, die Bulgaren sind mit dabei, die Südosteuropäer sind mit dabei, die treffen sich ab und zu und das schon seit längerer Zeit auf unterschiedlichen Ebenen, auch wie jetzt gerade in Vilnius auf der Ebene ihrer Staatsoberhäupter. Und diese, wenn Sie so wollen, Untergruppen könnten natürlich auch zunächst einmal informell anfangen, mit der Ukraine, sagen wir mal, zu üben. Ne? Hm. Also man könnte sie sozusagen in eine militärische Übung mit einbetten. Mein Vorschlag, den ich schon ja, vor 3 Jahren gemacht habe, ist aber noch nicht irgendwo angekommen, die Joint Expeditionary Force zu nehmen. Die Joint Expeditionary Force ist eine Gruppe, eine Subgruppe innerhalb der NATO, die 2014 von den Briten ins Leben gerufen wurde und der alle nordischen Staaten, die baltischen Staaten angehören, aber auch Dänemark oder die Niederlande. Und die treffen sich nicht nur regelmäßig, sondern die haben mittlerweile eigene Führungsstrukturen. Die können eigene Übungen machen. Das haben sie auch schon mehrfach gemacht. Sie haben sich auch auf der politischen Ebene, ob das die Verteidigungsministerebene oder Außenministerebene oder auch die Staatsoberhaupterebene war, immer wieder getroffen, um ihre eigenen, wenn Sie so wollen, regionalen Sicherheitsbedürfnisse da stärker miteinander zu koordinieren. Das ist also eine Gruppe, die eine eigene Führungsstruktur hat. Und der könnte natürlich in, sage ich mal, in assoziierter Form die Ukraine beitreten. Hm. Das könnte man machen. Ja, Ne? Das könnte man, dann würde die Ukraine keinen offiziellen NATO-Status haben, aber sie würde dann in einer Art von Koalition der Willigen innerhalb der NATO mit aufgenommen werden. Ist das schon mal angedacht worden? Ich denke mal, ja, bei dem einen oder dem anderen. Ist die Ukraine schon mal bei diesen Sitzungen mit dabei gewesen? Ja, sie ist auch schon mehrfach von der Joint Expeditionary Force eingeladen worden. Aber der Sprung, um dann nun sozusagen den nächsten konzeptionellen und auch organisatorischen Schritt zu übernehmen, ist noch nicht erfolgt. Und ich glaube, das liegt, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis daran, dass in London, aber auch in den baltischen Staaten natürlich der Fixpunkt nach wie vor die USA ist. Mhm. Und man also meint, man kann das sozusagen nicht ohne die USA machen. Man kann die eigenen, auch ja sehr engen rüstungs- und sicherheitspolitischen Verträge, die man mit den USA hat, nicht gefährden, wenn man sozusagen hier in irgendeiner Form über die Hintertür die Ukraine aufnimmt. Aber ich glaube, Christoph, der Zug wird irgendwie in diese Richtung gehen, denn wir sind dabei komplett einer Meinung, dass das strategische Gravitationszentrum in Europa ist nicht die NATO, sondern die Ukraine mit ihren militärischen Fähigkeiten und ihrer technologischen Innovationsfähigkeit. Ja, ja, super. Das ist ein sehr guter Weg, den man da gehen kann. Gleichzeitig ist es aber doch eine Gefahr, die sehr groß ist, dass Putin, dem die NATO ein Dorn im Auge ist, dass er die loswerden will, dass Putin jetzt als nächstes dass Putin im Baltikum zündet. Mit dem Ja, Trick, den er in der Krim schon angewandt hat. Wie würde dann die NATO reagieren? Putin möchte die NATO zerstören. Wie kann man das verhindern? natürlich kann man das nur dann verhindern, wenn die NATO sozusagen wie eine Eins da steht, mit Amerika an der Seite und sagt, du gehst einen Schritt weiter und wenn du das machst, kriegst du so einen auf den Deckel, Mhm. also du erholst dich nicht mehr. Mhm. Diese Botschaft versucht die NATO ja zu generieren und zu transportieren, aber sie ist in der Realität ja nur bedingt glaubwürdig. Ja. Und diese bedingte Glaubwürdigkeit hat ja nicht nur etwas mit Trump zu tun, sondern auch mit NATO-Mitgliedern wie beispielsweise Ungarn oder mit NATO-Mitgliedern wie der Slowakei, wo wir Regierungen haben, die ja sehr kremlfreundlich sind. Mhm. Hat auch etwas damit zu tun, dass beispielsweise das nicht gerade unwesentliche NATO-Mitglied Türkei
auch eine etwas dubiose, sozusagen ambivalente Rolle spielt. Auf der einen Genau, Seite bieten sie sich eben halt immer wieder als Vermittler genau. an zwischen der Ukraine und Russland. Sie unterstützen auch den territorialen Integritätsanspruch der Ukraine. Aber sie haben dann noch sehr enge wirtschaftliche, militärische und energiepolitische, rüstungswirtschaftliche Ja. Zusammenarbeiten mit Russland. Also das ist alles eine ziemliche Gemengelage. Und deshalb denke ich mal, wirklich am klarsten in ihrer Ausrichtung gegenüber Russland und der Ukraine sind und bleiben die nordischen Staaten, Finnland, Schweden, Dänemark, die Norweger, die baltischen Republiken. Mit Polen müssen wir jetzt mal sehen, die Tschechische Republik. Das ist die Gruppe der Staaten, die wirklich seit Beginn des Krieges eine sehr, sehr klare Haltung Mhm. gegenüber. Die müssen wir setzen. Ja, absolut. Bei Glaubwürdigkeit geht es auch um Symbole und um Eingängigkeit. Also Glaubwürdigkeit wird ständig unterminiert von allen. Und ich finde, wir Deutsche sollten uns da mal wirklich mal den Schuh anziehen und sagen, wir haben da auch ordentlich dazu beigetragen, dass die Glaubwürdigkeit unterminiert ist, wenn wir sagen, wir wollen immer nur verhandeln, wir sind niemals bereit zu kämpfen. Wir wollen nicht Teil dieses Krieges sein, das ist nicht unser Krieg. Solche Sprüche oder Olaf Scholz, den Sie da erwähnt haben, der immer sich selbst diese roten Linien gezogen hat. Also wir müssen diese Glaubwürdigkeit wiederherstellen, auch durch verständliche Symbole. Und ich glaube eben, ein so ein Symbol wäre jetzt wirklich eine Aufnahme der Ukraine in die NATO. Ich hatte neulich mit dem YouTuber Jonathan Fink ein interessantes Gespräch, den kennen Sie vielleicht auch. Und der hat den Begriff Commonwealth of Democracies genannt. Mhm. Das fand ich gut. Eine Organisation aus dem Boden zu stampfen, ist unmöglich schwierig, das weiß ich selbst. Ja, Ja, wie gesagt, sie entsteht nicht auf dem Reißbrett, aber ich glaube, diese Idee, die Demokratien stärker zusammenzuführen, erstmal ist die ja nicht neu. Das hat auch schon Joe Biden versucht, ne? Also um dem zunehmenden Autoritarismus und dem Populismus auf der Welt etwas entgegenzusetzen. Die NATO, um wieder auf sie zurückzukommen, hat natürlich hier auch sehr gewachsene und sehr gute Partnerschaften, beispielsweise mit Japan, mit Südkorea, mit Australien, mit Neuseeland. Also das sind Staaten, die ja auch die Ukraine seit Beginn des vollumfänglichen Krieges im Rahmen der Kontaktgruppe unterstützen. So, und natürlich müsste man diese Staaten auch stärker, denke ich mal, mhm. in diese grundsätzliche strategische Debatte mit einbeziehen und auch mit ihnen über diese Frage diskutieren. Was bedeutet das, oder was würde es bedeuten, wenn Russland sich in Europa durchsetzen würde, beispielsweise für das strategische Gleichgewicht und die Risikoentwicklung in Südostasien? Ne? Mhm. Wir haben ja schließlich nicht nur Russland, wir haben ein russisch-chinesisches Duo plus noch andere Unterstützerstaaten, die Russland auf seine Seite gezogen hat und ohne die es die Kriegsmaschinerie gar nicht am Laufen halten kann. Mhm. Wir müssen natürlich auch immer ein Stück weit das Thema China mitdenken. Absolut. Gut, dass Sie es So, sagen. das findet ja bei uns hier nicht im Ja, luftleeren Raum ja. statt. Aber darüber haben wir natürlich sehr gute inhaltliche Anknüpfungspunkte, um mit Staaten aus Südostasien über diese Dinge zu reden und dann auch wirklich zu versuchen, irgendwo einen sozusagen Unterschied zu machen und nicht nur, wie gesagt, die Lage zu beschreiben. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es halt so, in der NATO schauen Sie sich Staaten an wie Italien oder auch Spanien oder Portugal. Das meine ich jetzt gar nicht so, dass ich mit dem Finger auf sie zeige, aber für sie ist Russlands Krieg gegen die Ukraine keine existenzielle Bedrohung. Ja. Und sie verlassen sich nach wie vor sehr stark auf ein Amerika, weil sie selber aus unterschiedlichen innenpolitischen Gründen nicht bereit sind, nicht fähig Ja. sind, willens sind, wirklich massiv in ihre eigene Verteidigung zu investieren. Mhm. Und das sind, wenn Sie so wollen, ein Stück weit die Bremser innerhalb der NATO. Da gibt es natürlich noch andere mit dazu. Und Sie müssen dann irgendwie immer versuchen, also diese Gruppe irgendwie doch ein Stück weit auf einen kleinen Nenner zu bringen. Und das ist leider dann häufig nur der kleinste gemeinsame Nenner.
China, ja, China haben Sie ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Ich hatte gestern Nacht noch zufällig interessanterweise ein Interview mit Lindsey Graham, dem amerikanischen Senator, gesehen. Und der hat sehr überzeugend gesagt, dass die Chinesen einfach wirklich sanktioniert werden müssen. Wenn sie russisches Öl kaufen, gibt es auf die Nuss. Und deswegen, wenn die Chinesen aufhören würden, russisches Öl zu kaufen und Russland der Geldhahn zugedreht werden würde, dann wäre dieser Krieg sehr schnell beendet. Ja, China. Der Blick auf die Uhr, liebe Stefanie, sagt, dass unsere Zeit langsam sich dem Ende zuneigt. Und ich fand das ganz, ganz interessant. Und wahrscheinlich kann man noch ganz, ganz viel weiterreden. Ja, Erstmal wir möchte ich. werden ja auch alle weiter reden und wir werden, also Sie, Christoph und auch ich, wir werden weiter der Ukraine die Stange halten, das ist völlig klar. Ich Mhm, glaube, wir werden, ja, wir werden uns noch ein Stück weit überrascht zeigen, weil ich, um zu meinem ersten Punkt zurückzukommen, ich glaube, wir werden eine sehr viel selbstbewusstere Ukraine auch in den nächsten Monaten sehen. Wir müssen selbst auch ein Stück wegkommen von dem Bild, dass die Ukraine nur das Opfer ist. Natürlich ist sie ein Opfer von Aggression und hat wirklich unglaubliche Verluste, die sie erleidet. Aber sie hat eine sehr smarte Führung, äh, mhm, eine sowohl militärische als auch politische Führung. Und sie hat eine Gesellschaft, die einen unglaublichen Resilienzlevel hat, von dem wir mhm, uns, glaube ich, alle nur eine Scheibe abschneiden können. mhm. So sehe ich das so. Na klar. Also ich wollte auch noch mal zu meinem anderen ersten Punkt zurückkommen. Wir brauchen die Ukraine, wir brauchen sie. Die Ukraine ist eigentlich, sie hat bewiesen mit Taten und mit Einstellungen und Worten, dass die Ukraine eine Führungsnation ist. Also wir sind eigentlich auf die Ukraine angewiesen, nicht sie ist auf uns angewiesen. Natürlich, wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Aber in unserem Bewusstsein ist viel zu wenig angekommen bisher, dass welche Führungsrolle die Ukraine eigentlich zu Recht einnehmen kann. Aber es sind Menschen, sie sind verletzlich, sie können getötet werden und werden getötet und verlieren jeden Tag. Und das sind unglaubliche Tragödien. Die müssen beendet werden. Und wir haben jetzt das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden, wie man das Ding knackt, dass in unserer Bevölkerung die Einsicht reift oder jetzt endlich mal zum Tragen kommt, dass, dass wir hier auch zum Kämpfen bereit sein müssen. Genau wie die Ukrainer. Und Ja. ich denke, Glaube, das ist noch ein langer Weg hier für uns in Deutschland. ja, Schauen wir mal, wie die neue Regierung versucht, da ein bisschen mehr Klarheit zu bringen. ich hör schon wieder die Schreie, nachdem ich das jetzt gerade gesagt habe, Kriegstreiber, ab an die Front. Das, das Ja, ist also jetzt. das kriege ich natürlich auch relativ oft zu hören, aber ich ignoriere das. Das ist ja noch nicht mal ein Argument, es ist einfach nur eine Beschimpfung und eine Beleidigung und das auch noch auf einem wirklich untersten Niveau. Unterste Schublade kann ich nur sagen, okay, dann müssen die Leute das so denken, ich denke das anders, sie denken das anders, dann ist es so. Was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt? Das ist auch ein guter Spruch zum Abschluss, Christoph. Ja, okay, gut. Herzlichen Dank, Stefanie Babst, dass Sie die Zeit genommen haben und heute mit mir reden konnten. Vielleicht können wir das eines Tages wiederholen, aber ich weiß, Sie haben einen sehr, sehr engen Terminkalender. Und trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Norddeutschland Ja, alles und Gute für Sie und wir bleiben connected. Und nochmal herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. tschüss.